Die Landschaft, die uns heute umgibt, unterscheidet sich sehr von der vor 2000 Jahren. Wir mögen dabei zuerst an Wälder denken, doch vergessen wir nicht die Moore. Seit der Antike haben Menschen immer mehr landwirtschaftliche Flächen geschaffen. Dafür wurde der Grundwasserspiegel massiv gesenkt. Moorlandschaften sind dadurch sehr selten geworden. Für die Stämme östlich der römischen Rheingrenze waren Moore Teil ihrer Umwelt, scheinbar ein sehr wichtiger. Denn Archäologinnen finden in diesen Mooren die Ausrüstung ganzer Armeen. Dort werden also Waffen, Ausrüstungsgegenstände, teilweise Rüstungsgegenstände, auch Schilde werden dort in Mooren versenkt und das teilweise in für die damaligen Verhältnisse unfassbar hoher Zahl. Ja? Also so, dass man schon kleine Armeen damit ausrüsten könnte. Moore bieten aber nicht nur eine Vielzahl an Funden, sondern auch noch einen ganz besonderen Erhaltungszustand. Moore sind im Grunde genommen feuchte Gebiete, die sich dadurch kennzeichnen, dass sie einen hohen Torfanteil haben, also abgestorbenes Pflanzenmaterial, und einen sehr hohen Wassergehalt. Dadurch haben wir relativ wenig Sauerstoff und es erhalten sich im Moor hervorragend organische Materialien. Kommt es immer noch ein bisschen darauf an, wie der pH-Wert sich verhält, welche organischen Materialien sich erhalten. Aber man kann grundsätzlich sagen, hier haben wir eine sehr, sehr gute Erhaltung von organischen Materialien. Neben diesen erhalten sich aber auch Metalle hervorragend. Ganz anders also als bei den meisten archäologischen Funden. Wir kennen das Phänomen in der Archäologie, dass sich häufig solche Objekte erhalten, die anorganischer Natur sind. Das ist Keramik drunter zu verstehen, Metalle und weniger solche Objekte, die organischer Natur sind, wie Holz oder Textilien pflanzlicher und tierischer Natur. Das heißt, alle freuen sich, wenn sich auf einer archäologischen Ausgrabung organische Funde erhalten haben. Funde aus Mooren und Feuchtböden sind also sehr wichtig, um das Bild, das Archäologinnen von einer Gesellschaft haben, um die Funde zu ergänzen, die sonst vergangen wären. Dadurch, dass sich organische Materialien so selten erhalten, hat man im Grunde genommen schon bei einer Ausgrabung öfter ein Zerrbild dessen, was eigentlich an Materialien verarbeitet, benutzt worden ist. Mein schönes Beispiel finde ich immer die Jungsteinzeit. Also Steinzeit, weil man im Grunde genommen Steine hauptsächlich als die ausschlaggebenden Funde entdeckt hat und dadurch aus diese Epoche charakterisiert hat. Aber ein ganz wesentliches Material war natürlich das Holz. Bei den sogenannten Germanen reden wir aus dem gleichen Grund von der Eisenzeit. Moore und Feuchtböden sind es also, die uns Fragen nach den Frisuren der Zeit beantworten und die uns zeigen, dass die Stämme zwar als Barbaren bezeichnet wurden, doch durchaus feine Stoffe trugen und herstellten. So nützlich uns diese Funde sind, so rätselhaft bleibt die Frage nach dem Warum dieser Versenkungen. Wir können bis heute nicht schlüssig beantworten, warum diese Ausrüstung dort genau versenkt wurde. Man könnte sich vorstellen, auf der einen Seite ein religiöser Aspekt, also man opfert eigene Waffen den Göttern oder man opfert Kriegsbeute den Göttern. Man könnte sich allerdings auch vorstellen, dass es für Auseinandersetzungen zu der Zeit, wo diese Mooropferplätze existierten, gewisse sehr feste soziale Rituale gab. Dass beispielsweise gegnerische Gruppen oder gegnerische kleine Armeen aufmarschieren, sich treffen an einem festgelegten Punkt zu einer festgelegten Zeit und sagen, wir klären die Sache jetzt hier, beispielsweise im Rahmen eines Stellvertreterkampfes. Ja, dass dann also nur zwei kämpfen und der Unterlegene ist dann gleichzeitig auch dafür verantwortlich, dass seine Seite unterliegt und die Verlierer müssen dann eben ihre kompletten Waffen abgeben, werden quasi entwaffnet. Ja, und entweder hat man dann im Vorfeld schon gesagt, gut, wenn wir gewinnen, dann versprechen wir jetzt schon die Waffen der Gegenseite den Göttern und opfern das, oder es ist auch nur eine ganz profane Entwaffnung, wie man es auch in moderner Zeit noch hat, dass wenn eine Armee unterliegt, dass die dann eben alle ihre Waffen abgeben muss auf einen Haufen. Ohne eigene Schriften dieser Stämme über ihre Gebräuche, Rituale und religiöse Vorstellungen tappen wir im Dunkeln. WissenschaftlerInnen
stellen Hypothesen auf, aber sie scheuen sich auch nicht zu sagen, wir wissen es nicht.